Hallo und willkommen zur Folge 12. In der letzten Folge haben wir ja begonnen, die oberen Seitenbleche zu montieren und haben da ja auch schon einiges geschafft. Das wollten wir jetzt hier im Heckbereich fortführen und dafür ist es aber erstmal notwendig, dass wir hier noch eben entsprechend die Senkrechten dafür stellen, die Spanten, woran wir das Blech dann eben auch befestigen können. Hier war es jetzt erstmal etwas schwieriger, die richtigen Positionen zu bestimmen. In der Entfernung zum Shot, natürlich ist das relativ eindeutig, aber die Querposition im Grunde, da wir hier nicht ganz auf dem Rand außen bauen, sprich das Decksblech hier etwas übersteht über die Wand, mussten wir irgendwo versuchen, aus den Plänen abzuleiten, wo wir genau hin müssen. Und da haben wir halt entsprechend ein bisschen rumprobieren müssen und nochmal auch dann quer rüber zur anderen Seite messen, dass wir da eben die richtigen Abstände irgendwie hinbekommen. Wir waren uns dann ziemlich sicher, dass wir jetzt die richtigen Abstände haben und wissen, wo die Teile hin müssen, und dementsprechend haben wir natürlich dann auch begonnen, die Sachen zu setzen. Nochmal zur anderen Seite rüber mit einem langen Stab natürlich die Gerade rausgeholt, damit wir die Winkligkeit haben zur anderen Seite, und dann waren wir der Meinung, wir können das Teil schon mal setzen. Eine weitere Schwierigkeit, die jetzt hier dazu kam, ist eben herauszufinden, in welchem Winkel die Teile tatsächlich hier aufgesetzt werden müssen. Die Auflagefläche unten ist relativ schmal und ein Millimeterchen vorne, hinten, hoch oder runter macht dann eben oben direkt wieder Zentimeter aus. Und das war hier mit den schmalen Auflageflächen auch absolut nicht einfach irgendwo rauszufinden, was dann da genau eben der richtige Drehpunkt ist. Denn die Sachen sind natürlich nicht ganz glatt. Irgendwo alleine durch Schleifen und Kantenbrechen hast du eben so ein kleines bisschen einen Versatz da drin. Und insofern war das hier im ersten Moment auch mehr oder weniger raten, wie der Winkel dann sein soll. Dann musste natürlich die Werkzeugkiste runter, damit wir hinten den letzten auch noch stellen können, denn sonst hätten wir sie gar nicht mehr runterbekommen. Drüber heben wäre mit dem Stapler nicht gegangen, wir hätten sie notfalls mit dem Kran runterholen können, aber eben schnell mit dem Stapler unsere Werkzeugkiste wieder runtergenommen. So, das Ganze natürlich wie immer auch auf der anderen Seite. Gleiches Prozedere, wie wir das schon auf der Backbordseite gemacht haben, jetzt hier auch an Steuerbord. Das Teil stellen, den Winkel suchen und erstmal dran heften. Wir hatten wieder viel Wind an dem Tag, mussten viel mit der Decke arbeiten, um ein bisschen Windschatten zu machen. Das kam dann noch so ein bisschen erschwerend dazu. Nachdem wir das dann eben hier auf der Steuerbordseite auch gemacht haben und alle Teile montiert haben, haben wir allerdings mal so ein bisschen an der Seite vorbei uns nochmal die Linien angeschaut und festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Also wir waren definitiv nicht am richtigen Punkt. Wir hätten da eine riesige Welle jeweils links und rechts in das Außenblech gezogen. Also doch nochmal tiefer in die Pläne einsteigen, aus den Plänen die Maße rausmessen, und da hatten wir tatsächlich einen Fehler gemacht, dass wir den Abstand, den wir unter dem Trittblech hier haben, also im Unterschiffbereich, auch nach oben genommen haben. Das war aber falsch. Wir mussten da tatsächlich ein anderes Maß rausziehen, wo eben hier die Teile hinkamen. Die stehen im Grunde also nicht exakt übereinander zu den unteren Spanten. Und somit hatten wir uns dann hier eben einen Messfehler reingezogen, den wir dann nochmal korrigieren mussten, alle 6 Teile nochmal lösen und neu befestigen. Dann war es aber soweit, dass wir das nächste Blech entsprechend anheben konnten und erstmal hier einsetzen und schauen, ob das dann auch wirklich alles so passt und wir es diesmal richtig gemacht haben. Erstmal provisorisch wieder ein bisschen reinziehen unten, damit es da aufsteht. Ist halt eben alles immer noch schräg da oben. Und an sich sah das dann aber auch schon alles gut aus. Man konnte hier vorne das mit dem Bestand dann einfach verbinden. Das hat recht gut die Form angenommen, und nach hinten hin ist es ja hier auch relativ einfach jetzt gewesen. Da ist nicht mehr viel Biegung drin. Nichtsdestotrotz musste das Teil nochmal kurz runter. Wir hatten vergessen, die Kanten zu bearbeiten und die Schlackekante zu brechen. Also nochmal kurz runter, das nacharbeiten und dann nochmal richtig einsetzen, das Teil. Bevor wir das Teil aber hier montieren, haben wir uns dann doch nochmal Zeit gelassen, genau zu schauen. Ihr seht so ein bisschen eine Mini-Lücke da unten.
unterm Blech, das war aber klar, wo die auch herkamen. Und das ist auch okay, also das ist jetzt nicht so wild, wie es hier vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und dann eben nochmal genau schauen, liegt alles an und ja, gerade ziehen, hinten erstmal verbinden mit dem Bestand und dann wieder wie gehabt mit der Kette und mit den Magneten an die Schranken dran ziehen. Ich musste es hier leider immer wieder ein bisschen verdecken, wie eben schon gesagt, hatten wir ziemlich viel Wind an dem Tag. Und somit mussten wir uns ja eben mit der Decke Windschutz machen, sonst hätte man das mit dem Schweißen vergessen können. Somit war aber eben auch dieses, ja doch auch wieder große Teil recht schnell verbaut. Gab ja jetzt hier nicht viel zu ziehen. Wie gesagt, da ist kaum eine Biegung drin. Das war eher eigentlich nur unten ein bisschen das Reinziehen. So, das gleiche haben wir natürlich wie immer auf der zweiten Seite auch. Hier haben wir jetzt die Kamera mal wieder an den Kran gehangen, sodass ihr also aus dessen Sicht die Montage seht. Nachdem wir uns das jetzt hier mal noch ein bisschen ranzoomen, könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen. Was wir hier jetzt gleich noch machen, ist, dass wir natürlich diese Spanten, an denen das Blech festgemacht werden soll, zumindest das mal mit der Wasserwaage ausrichten. Das funktioniert auch hier oben immer noch. Das Boot steht immer noch absolut gerade in den Böcken, sodass wir eben da auch mit der Wasserwaage arbeiten können und die gerade bekommen. Das ist schon immer noch ziemlich cool, dass das auch hier oben noch funktioniert. Ansonsten braucht es jetzt hier auf der Seite keine großartigen Hilfsmittel. Das hat alles auch so super funktioniert und das Blech war ja schnell montiert an der Stelle. Das war es dann auch schon für den Bautag und natürlich jeder Baumorgen beginnt erstmal mit der Einrichtung der Baustelle. Sprich, wir holen unser Schweißgerät mit dem Korb hier aus der Halle raus, fahren das ans Boot und heben es entsprechend hier auf die vorbereiteten anderen Boxen drauf. Die Technik, das hier mit der Gitterbox zu machen, hat sich für uns auch absolut bewährt. Damit sind wir schnell an jeder Position und zusätzlich dann mit der Snake wiederum auf dem Boot noch so flexibel, dass wir bisher eigentlich da überall hingekommen sind. Das gleiche mit unserer Werkzeugbox. Die ist natürlich so ausgestattet, dass eben alles drin ist, was wir hier am Boot brauchen, sodass wir uns eben im Idealfall irgendwelche Laufwege in die Halle, um die benötigten Werkzeuge zu holen, dann sparen können. Dann mussten wir noch ein bisschen Material umsortieren, denn wir mussten eine andere Palette dran, und zwar diese hier. Das sind jetzt die Bleche, die als nächste verbaut werden sollen und die natürlich erstmal wieder vorne zu unserem Schweißtisch, um dort entsprechend die Vorbereitung der Kanten zu machen, beziehungsweise hier musste auch noch an einem Teil ja erstmal eine Verbindung geschaffen werden und noch ja was zusammengefügt werden. Das sehen wir gleich. Allerdings mussten wir, bevor es damit losging, erstmal noch unseren Kran reparieren. Der wollte an dem Morgen nämlich nicht fahren. Und das ist jetzt hier dann so ein bisschen ein Nachteil dessen, dass eben die Technik da vorne an der Katze hängt und somit in luftiger Höhe. Wenn dann hier im Schaltkasten irgendwas ist, muss man da natürlich erstmal drankommen. Wir haben dann den Kranmotor ausgehangen, sodass wir den ja mit der Katze übers Boot drehen konnten und dann mit einer Leiter die alte Steuerung wieder anschließen konnten, die Handsteuerung. Somit konnten wir zusammenlegen, um dann eben hier an die Technik zu kommen. Stellte sich dann raus, dass ja da ein Schütz hing und ja nicht mehr so richtig wollte. Wir haben es dann erst nochmal zum Laufen bekommen und dann ein Ersatzteil bestellt und dann am nächsten Werktag montiert. Aber für den Tag haben wir ihn erst mal in Betrieb bekommen und konnten somit weitermachen. Ihr seht jetzt hier oben links im Bild noch den Bugbereich und dass da im Grunde aktuell überhaupt nichts mehr an Gerippe und Aussteifung drin ist. Das war jetzt auch genau unser Thema, wie wir eben jetzt hier weitermachen. Wir haben im Grunde das Schott und wir haben vorne den einen Longitude, der ja bis eben in den Bug hoch steht. Und darauf aufbauend müssen wir uns jetzt erstmal wieder eine Grundlage schaffen, um eben dann die nächsten Bugbleche da auch noch montieren zu können. Und das bedeutete eben, dass wir jetzt hier die Bleche, die entsprechend für den Umgang auf dem Vorschiff da sind, ja, beginnen mussten zu montieren. Und da auch hier das Positionieren in diesem freien Raum so ein bisschen schwierig ist, haben wir uns da unter anderem dann eben auch zum Aussteifen hier erst nochmal wieder einen kleinen Hilfsstahl draufgelegt. Der war so ausgemessen, dass er hinten eben am Schott anstoßen kann und vorne so angeschrägt ist, dass er wiederum mit dem Longitude dann zusammenstoßen kann, sodass wir da einen oder zwei Punkte haben, an denen wir einigermaßen uns positionieren können. So zumindest dann die rechnerische Theorie. Und nachdem hier dieses kleine Spitzenteil noch montiert war, was da entsprechend noch dran gehörte,
können wir dann auch damit beginnen, das Teil oben drauf zu legen. Wir haben es uns dann jetzt hier an 3 Magneten bzw. Ösen aufgehangen. Magnete waren uns zu heikel, sodass wir hier ein bisschen auch eine leichte Schräglage reinbringen konnten, damit wir das Teil eben hier oben auch führen können und ja, reinfliegen können. Das ist hier vorne natürlich gerade alles so ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, vor dem Shot ist gar nichts gerade, wo man irgendwo sich hätte draufstellen können oder was machen können. Und hier hinten, hinterm Shot ist im Bodenbereich jetzt gerade auch ja, alles schräg und eben kein Boden mehr, wie wir den weiter hinten ja schon uns provisorisch eingebaut hatten. Und somit war das hier vorne halt schon ein ziemliches Gehampel und Gehopse, um da irgendwo dran zu kommen. Beim ersten Versuch haben wir dann auch festgestellt, dass das noch nicht perfekt passt, dass wir dieses Hilfsstahl einen kleinen Ticken zu lang gemacht haben. Wir kamen nicht weit genug ans Shot bzw. hinters Shot und somit mussten wir da nochmal ein kleines bisschen abschleifen bzw. wegschneiden, damit das Teil dann eben an seine Position kommen kann. Und ihr könnt jetzt gleich schön sehen, wie es beim zweiten Versuch dann eben auch ja, ein bisschen besser funktioniert hat. Das Teil vorm Shot ablegen und dann wird es jetzt hier Stück für Stück ausgemessen, ausgerichtet. Vorne haben wir dann erstmal den Longitude mit diesem Hilfsstahl verbunden. Das kann sich da ja durchaus ein bisschen noch hin und her drehen. Das haben wir dann entsprechend später gemacht. Und hier hinten war jetzt erstmal so ein bisschen der Punkt, die Mitte zu finden, sowohl auf dem Blech als auch eben auf dem Shot, damit eben auch dort wir quasi in der Seitenausrichtung richtig liegen und dann noch in der Drehung. Die Bleche stehen halt noch nicht sonderlich viel über, beziehungsweise müssen auch da noch an dieses Blech rangezogen werden, die Seitenbleche. Insofern war das hier eben auch so eine Situation, wo man echt in Ruhe gucken musste, ob das eben wirklich so richtig ist, was wir da gerade basteln und die Position eben stimmt. Und da das Positionieren eben so ein bisschen tricky war an der Stelle, haben wir auch erstmal nur mit 2 kleinen Schweißpunkten es geheftet, dass wir den Kran abmachen konnten und das Teil erstmal haben liegen lassen, haben dann den Kran entsprechend umgeparkt, um die weiteren Umgangbleche hier drauf zu legen, sodass wir eben sehen können, wie kommen wir hinten raus und passen die hier alle eben zwischen Seitenblech und den Spanten, die wir ja hier freistehend im Raum haben. Und so haben wir uns dann erstmal die Bleche hier raufgeholt und reingelegt und die haben, muss man sagen, halt schon einfach von Anfang an perfekt da reingepasst. Das war sehr schön zu sehen und auch vorne hatten wir das Bugblech schon sauber und korrekt drauf liegen. Das hat dann also doch tatsächlich sehr, sehr schön funktioniert. Wir haben die Bleche auch im ersten Moment hier jetzt erstmal noch gar nicht befestigt, gar nicht festgeschweißt, sondern wirklich einfach nur draufgelegt, sodass wir dann hinterher noch ein kleines bisschen nachrichten konnten. Aber es ging ja hier im ersten Schritt, wie gesagt, darum zu sehen, wie kommen wir eben hinten auch raus und stimmt das hier in den Außenlagen, an den Blechen liegen wir da schön an und deswegen eben erstmal alle Bleche hoch und dann entsprechend von hinten nach, beziehungsweise von vorne nach hinten, dann muss man nachjustieren. Bei Nachjustieren jetzt auch schon fast übertrieben ist, da reden wir also von einem halben Millimeterchen, was wir da noch hin und her gedreht haben oder nach vorne hinten nachgeschoben haben. Also das ist eigentlich dann tatsächlich nicht mehr groß der Rede wert. Und somit haben wir natürlich auch hier wieder den Effekt, wir haben jetzt in kurzer Zeit einen Haufen Teile ja, hochgehoben draufgelegt, sodass hier optisch wieder in ganz, ganz kurzer Zeit sehr viel passiert ist und das einfach dann in dem Moment rasend schnell geht. Das ist natürlich dann in ein paar Wochen, wenn wir das alles dann eben durchschweißen und ja, entproduzieren, entfertigen, nochmal eine andere Thematik, aber hier jetzt gerade geht das eben einfach rasend schnell. Und nachdem hier eben entsprechend die Backbordseite gemacht ist, haben wir das gleich natürlich auch wieder auf der Steuerbordseite gemacht. Alle Teile reinlegen. Vorne in dem vorderen Teil, wo die Kurve ist, müssen wir es immer so ein bisschen kippen, damit es eben da reinrutscht. Und dann ist auch das schnell passiert gewesen. Das haben wir euch jetzt dann nicht nochmal alles im Detail gezeigt. Aber hier dann eben ein erstes Montieren, so wie ich es eben gesagt habe, auch erstmal nur wieder anheften, dass es schön drauf liegen bleibt. Und damit war es das dann auch schon für dieses Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal.
lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.